Moin und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben Ende Januar und heute als Thema Notnahrung im Wald im Winter. Ich habe mir dazu wieder den Lukas dazu geholt. Ihr kennt ihn aus anderen Aufnahmen schon, vom Birkenvideo von pflanzlicher Notnahrung im Herbst. Und das wollen wir heute bei sehr beschissenen Wetterbedingungen mal ein bisschen fortführen. Schnee kann man euch leider keinen bieten, der ist die letzten 2 Tage leider verschwunden durch den Regen. Aber da muss man einfach mal glauben, dass Ende Januar ist. Schön ist es jedenfalls nicht, aber für euch gehen wir natürlich trotzdem raus. Also, hier haben wir schon den ersten gefunden, den wir heute noch essen können. Das ist einer der bekanntesten Winterpilze, der Austernseitling. Erkennt man ganz gut. Der hat sehr weite Lamellen und jetzt, wo es so warm ist, dann sieht er ziemlich zerrupft aus. Und man sieht hier, der wächst immer an Totholz, meistens an Buchen und dann immer in so Konsolen. Die können von ganz unten bis ganz oben den ganzen Stamm hochwachsen. Und das ist ein sehr, sehr guter Speisepilz. Der hat halt so ein Frostschutzmittel und deswegen geht der im Winter nicht kaputt, wenn es dann mal richtig kalt wird. Der braucht sogar kalte Temperaturen, um überhaupt wachsen zu können. Also ist ein sehr, sehr leckerer Pilz. Findet man aber nur an Laubbäumen? Genau, also es gibt hier und da auch mal an Fichte, aber an Fichte sollte man vorsichtig sein mit Seitlingen. Es gibt einen, der ist tödlich giftig, also da sollte man eigentlich immer nach Laubbaum gucken. Am liebsten mag der Buche, aber ich habe ihn auch schon an Ahorn oder an Eberesche gefunden, das kann auch mal passieren. So. Und es ist halt Farbspektrum, der kann von grau, braun bis, ja, es gibt sogar so fast ins Lila, leicht lila übergehende davon. Gibt es eigentlich alles Mögliche. Es gibt weißliche, also an der Farbe muss man sich jetzt hier bei denen nicht unbedingt festmachen. Hauptsache Laubbaum und weite Lamellen, das ist bei denen ganz wichtig. Ja, ganz allgemein wieder Thema, wenn man irgendwas isst, auf jeden Fall sicher sein, was genau, man... ganz genau. Aber ja, bei dem, der tödlich giftige, der wurde auch bis vor 30 Jahren ganz normal gegessen. Man hat halt nur rausgefunden, der reichert Stoffe im Körper an, die können tödlich enden, können aber genauso gut gut gehen. Ne? Das ist dann so ein 50-50 Ding. So, hier haben wir was zu futtern. Und zwar eine alte Mariendistel. Erkennt man halt an großes, stacheliges, totes Ding. Und das steht halt auch, wenn jetzt Schnee liegen würde. Wir haben jetzt nie 1 Meter oder so. Sieht man, die käme halt auch noch ein gutes Stück raus. Und also das kannst du nicht mehr essen, aber die Wurzeln davon, da kann man Glück haben, dass die noch frisch sind. Und dann, die enthalten sehr viel Stärke. Die sind auch relativ süß. Und die kann man dann ganz gut noch ausgraben. Und die ist ja eine recht häufige Pflanze bei uns. Und da kann man sich schon ordentlich was zusammensuchen und dann mal abends was essen. Und es bringt halt auch was. Es ist jetzt nicht nur, du hast ein bisschen Grünzeug im Magen, weil du hast hier halt auch wirklich Stärke drin, die vom Körper ja dann gut verwendet werden kann. So. Wie groß sind die Wurzeln? Reden wir da von... Das kann wie so kleine Möhren kann das schon, vom Durchmesser auch sein, von der Dicke. Es kann aber auch relativ mickrig aussehen, also muss man Glück haben. Ne? Hier haben wir direkt nochmal von der Distel, das ist die gleiche Art Mariendistel. Und hier erkennt man halt noch die Blätter, die stehen noch im Saft halbwegs, die sind noch grün über Winter. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da noch eine brauchbare Wurzel findet. Und generell hier ist halt der Boden etwas lockerer. Direkt am Weg ist der meistens ziemlich fest. Da werden die Wurzeln eher klein und wenn der dann so locker ist, dann können die auch mal ein bisschen fleischiger werden, die Wurzeln an sich. Also hier sowas, das wäre ganz gut, danach mal zu gucken. Da vorne ist die nächste, da vorne ist die nächste. Also da gibt es schon einiges dann noch zu futtern. Ja, hier alter Bekannter. Hier haben wir jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Spitzwegerich. Die Pflanze, die ist halt wirklich immer grün eigentlich. Da kann man auch immer frische Blätter finden. Und ja, die ist halt sehr gut zu erkennen. Die wächst in so einer ziemlich festen Rosette immer. Man kann die ganze Pflanze essen mit Wurzel, Blättern. Und dann hat die so eine, ja, wie eine Knolle. Das ist noch nicht die Wurzel, das ist so die Vorstufe davon. Und die ist auch sehr schmackhaft, die esse ich sehr gerne. Und ja, den gibt es halt auch überall, ne? Auf Wegen, an Wiesen oder so. Kannst du den überall finden. Und kriegst da, glaube ich, auch eine Mahlzeit mit zusammengesammelt. Mit der Menge. Auf jeden Fall besser als nichts. Ne? Und dann hat man hier direkt den nächsten, der Verwandte,
Das ist vom Breitwegerich, die Samenstände noch. Da kann man auch noch Glück haben, dass hier was drin ist. Das sind zwar mini kleine Samen, aber wenn man genug findet, Saatgut enthält sehr viel Energie. Und damit könnte man sich auch vielleicht ein bisschen den Arsch retten, wenn man da noch was findet von. Mann, hast du ein Glück, dass man bei mir sowas sagen darf. Ja, stimmt. Nicht zensiert. Oder gepiept, musst du piepen. Ja, muss piepen. Weißt schon wieder, Lukas hat schon wieder ganz furchtbar schlimme Geschichten erzählt. Genau, ja. Hier haben wir das nächste Essbare gefunden. Wir stehen hier in einem Buchenwäldchen. Erkennt man auch ganz gut, wenn hier noch Laub dran ist. Die Buche verliert nicht zwingend, vor allem junge Buchen verlieren nicht zwingend ihr Laub immer. Und an den Buchen wächst die Buchecker. Das ist, jetzt habe ich keine Hülse, warte, ich hole mal gerade eine. Zack. Das sind hier die Fruchthülsen, die an dem Baum wachsen. Die sind, wenn die frisch sind, auch richtig stachelig. Jetzt sind die halt eher matschig. Und in diesen Hülsen wachsen dann diese Bucheckern. Und Bucheckern, ja, es ist wie so der Samen der Frucht. Den kann man essen. Man muss nur vorsichtig sein bei Kindern zum Beispiel. Aber ich habe den als Kind auch sehr viel gegessen. Trotzdem habe ich gelesen, man soll vorsichtig sein. Die sollen viel Blausäure und Oxalsäure enthalten. Das ist ja auch ein Magen wie ein Wildschwein. Ja, genau. Ja, wurde ja als Kind angezüchtet. Finde ich auch richtig lecker, die Dinger eigentlich. Und man kann die jetzt halt zum Teil noch finden, wieder Saatgut, viel Energie. Und man muss sich dann nur mit den Wildschweinen drum kloppen und mit den Rehen, weil die wollen halt auch ihren Teil davon haben. Jo, aber hier in so Teilen, da findest du die eigentlich überall. Jetzt habe ich die Brille halt nass, das war ein bisschen Rumgesuche, aber sonst geht das eigentlich. Also ohne Brille kein Problem. So schmackhaft kann ich noch sagen, also wenn ich jetzt das vergleichen wollte mit Haselnüssen oder so, das steht dem eigentlich in nichts nach, finde ich. Du hast diesen typischen nussigen Geschmack und kann man wirklich gut essen. Geschmack her. Wurde auch Kaffee gemacht. Ja, stimmt, das können wir auch. Man hat ja aus Bucheckern und aus Eicheln, wenn du Silvester hast, ja. die Gerbsäuren rausmachst und so weiter, kann man die auch verwerten. Genau. Da wurden zum Teil, kannst du da auch so Plätzchen draus machen. Aus Eicheln. Ja, stimmt, habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ja. Ah, das habe ich noch nicht gemacht, das will ich irgendwann gerne mal machen. Der Kaffee aus Eicheln steht bei mir auch noch an, würde ich ganz gerne demnächst mal irgendwann. Ich glaube, das war sogar hier im Krieg recht populär. Ja, genau. In der Region. Also das würde ich ganz gerne nächstes Jahr zur Saison mal angehen, dass wir mal uns einen Kaffee im Wald machen. Sehr gerne, ja. Muss nur oft kochen und Wasser wechseln. Ja. Ja, gerne. Ja, gibt schon interessante Sachen. Ja. Dann gucken wir jetzt mal, was wir hier in unserem Regenwald noch so alles finden. Wir haben ja das nächste gefunden, der Sauerklee. Richtige Vitamin-C-Bombe hier bei uns. Enthält auch Eisen und Zink und so ein Kram. Also macht dich jetzt nicht satt, aber Spurenelemente und so sind ja auch wichtig. Da muss man ja auch gucken, dass man die zusammenhält. Und da ist der nicht schlecht für, vor allem bei dem Wetter auch Vitamin C. Man sollte nur vorsichtig sein, weil der enthält auch recht viel Oxalsäure. Und dann wieder bei Kindern oder bei Schwangeren sollte man da generell vorsichtig sein. Mir wurde gerade erklärt, die Dinger, die zerschießen einem die Niere. Ich wusste nur, es ist gefährlich, ich wusste nicht was. Ja, und die mögen so sauren Boden, also so saure Buchenwälder oder Fichtenwälder. Da kommt die eigentlich immer vor und ist auch, die kannst du unterm Schnee finden, die sind immer grün. Der ist jetzt ein bisschen pappig hier, aber kannst du zur Not auch noch essen. Beim Rotklee, den kennt ihr ja. Also kennt ihr, glaube ich, alle auf der Wiese, halt dieses pink-rote, flauschige Blümchen. Die kann halt jetzt auch noch auf den Wiesen wachsen bei dem Wetter. Das ist zum Beispiel eine super Pflanze für Frauen, was den Hormonhaushalt angeht und sowas, für wenn die ihre Periode haben oder so. Was man hierzu nur sagen muss, es ist kein richtiger Klee. Es ist nur ein, ja, der täuscht, der sieht halt aus wie ein Klee, aber er gehört gar nicht zu den Kleegewächsen an sich. Quasi ein Scheinklee. Ja, genau. Der Ginster zum Beispiel wieder, unser Stechginster, das ist ein Klee. Ist halt wieder die Botanik. Aber ja, bei dem müssten Frauen dann schon vorsichtig sein, den zu sich zu nehmen. Im Vergleich zu dem anderen Klee ist es hier nicht so, dass da irgendwelche positiven Stoffe... Jetzt nicht speziell auf die Frau, du hast halt schon diese, wie ich gesagt habe, Mineralien und so, die hier drin sind, Vitamin C, was bei dem Wetter ja schon wichtig ist auch. Aber
Nee, sonst als jetzt groß Heilwirkung oder so wüsste ich da nichts bei dem. Aber zumindest ein Teil von, ich krieg den Magen irgendwie voll. Genau, ja. Und ich werde nicht so schnell krank. Also ja, macht ja auch was her. Genau. Hier hätten wir vielleicht die nächste Möglichkeit, das gucken wir jetzt mal. Und zwar ist das ist halt ein toter Baum, jetzt nicht aufregen, wenn wir den schälen. Unter der Rinde können sich hier manchmal noch Insekten oder Larven von Insekten aufhalten, überwintern. Vielleicht auch mal eine Spinne oder so. Ja, war auch gut. Ja, auch gut. Ui, hier haben wir sogar noch irgendein Geflecht gefunden von Pilzen. Ne, hier ist aber jetzt gerade leider nichts drunter. Gut, beispielhaft, ne? Beispiel, genau. Ja, aber das könnte man zur Not auch essen. Man sollte nur bei zum Beispiel Borkenkäferlarven oder auch hier diese dicken Engerlinge in der Erde oder im Totholz, gibt es ja auch manchmal so dicke Maden. Da sollte man vielleicht den Kopf abmachen, weil die fressen sich durch Holz und die haben ziemlich gutes Beißwerkzeug. Und ich glaube nicht, dass das an Zunge, Mund, Hals irgendwo spüren möchtest. Also das sollte man dann vorher schon entfernen. Ja, könnte auch zu diversen Hustenritualen führen, die minutenlang anhalten. Und, Ja. Ja, aber allgemein, also da reden wir bei vielen tatsächlich von Notsituationen, denn ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich weiß, dass es funktioniert, aber ich finde jetzt Insektenessen auch nicht so toll. Ich brauche das jetzt nicht. Ich würde es machen, aber Ja, habe ich genau. auch schon mal, um einfach zu wissen, wie es ist. Habe ich noch nicht, traue ich mich aber irgendwie nicht so richtig. Das geht. Du hast teilweise sogar bei Käferlarven oder so, hast du natürlich manche, die willst du nicht kauen, die schmecken ekelhaft. Ja. Aber du hast auch andere Larven, die zum Beispiel so ein richtig nussiges Aroma haben. Die sind überhaupt nicht schlimm. Ja, okay. Was ein bisschen eklig ist, wenn die Dinger dir im Mund zerplatzen, wenn du drauf Ja, beißt. das glaub ich. Bei so richtig fetten, weil du eben Engerlinge sagst. Ja, genau. Das ist was, da muss man sich. Das ist aber eine Gewohnheitssache. Das macht ja auch zum Beispiel Rocco Hartwig. Der isst regelmäßig Insekten einfach, um seinen Kopf daran zu gewöhnen, dass es nichts Schlimmes ist. Das ist schon krass. Denn aber es ist ja letztendlich ist es ja so, dass es nur eine Gewohnheit ist. Das ist Also nur sie stehen ja theoretisch auf unserem Speiseplan. Ja. Ne? Also man kann sie auf jeden Fall essen. Und wie du eben gesagt hast, wir haben nichts tödlich Giftiges von, soweit ich jetzt weiß, an Larven hier. Und so ein Engerling auf jeden Fall ist nicht giftig, den kannst du dir reinziehen. ja, und auch die Spinne, es sind halt Proteine. Genau, ja. Ja, hier haben wir das nächste Essbare gefunden. Ein Kresse-Verwandter, das ist eins von diese Wiesenschaumkräuter. Im Frühjahr kennt man die, das sind so, ja, die haben so ganz leicht lila, weiße bis pinke Blüten, so ganz schöne Pflänzchen eigentlich. Und ja, die wachsen jetzt hier, sieht man überall in so kleinen Rosetten. Und man kann die ganze Pflanze essen. Die schmeckt ja wie Kresse eigentlich, hat so leicht scharfen Geschmack und eigentlich sehr, sehr lecker. Ist jetzt nicht super reich an Nährstoffen oder sowas oder hat keinen riesen Nährwert, aber besser als nichts, würde ich sagen wieder. Ne? Ist ja so das Motto, wenn man verhungert. Ja, es ist ja auch die Mischung macht's, ne? Genau. Ja, und es ist halt auch schön, wenn du irgendwas draußen hast, was schmeckt. Und da will ich das hier auf jeden Fall beizählen. Ich würde es jetzt auch essen, nur ich habe es jetzt komplett eingeschlammt. Und das ist hier generell sehr schlammig. Aber die sind wirklich sehr, sehr leckere Pflanzen. Hier haben wir die Vogelmiere gefunden. Man sieht ja, die hat zum Teil noch grüne Blätter. Und die wächst immer in so Teppichen. Ist jetzt hier schwierig zu sehen, deswegen habe ich sie rausgeholt. Hat halt auffällig so kleine ovale Blätter, will ich jetzt erstmal ein bisschen spitz zulaufen. Und die sieht jetzt so ekelhaft aus und so mickrig. Die enthält aber sogar relativ viel Nährstoffe und hat auch einen relativ guten Nährwert. Also bei der lohnt es sich, die eigentlich zu essen. Die heißt auch Vogelmiere, weil zum Beispiel auch Vögel ganz gerne mal hier dran gehen. Im Frühling, Sommer, Herbst ist die leichter zu erkennen, weil dann hat die so weiße kleine Blüten. Die siehst du halt jetzt nicht mehr. Aber an sich ist das eine sehr gut erkennbare Pflanze, weil die halt in so einem Teppich wächst, diese kleinen Blätter hat und die ist halt bei dem Wetter immer noch grün oder zu der Jahreszeit. Ja, und kann man sehr gut essen und die gibt es halt in rauen Mengen. Hier haben wir die Brombeere. Ich glaube, die kennt so ziemlich jeder von euch. Und da kann man halt nicht nur die Beeren im Herbst essen, man kann sich auch hier von dem Laub Unmengen reinhauen. Das ist halt im Winter immer noch schön grün. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe es selber noch nicht gegessen. Soll aber ganz gut schmecken. Ich habe gehört, manche machen da Salat draus oder so hier so Spinat in die Richtung.
Und wie immer, besser als nicht. Selbst die Wurzeln hiervon kann man sich auch zubereiten, und wenn man nichts hat. Ja, ist aber auch medizinisch relevant. Ja, für Wundheilung zum Beispiel, die wirken entzündungshemmend. Ich weiß nicht, was wir haben, auf jeden Fall, die sind halt auch sehr gesund, enthalten viel Vitamin C zum Beispiel. Also auch bei Erkältung, die Blätter als Tee ganz gut. Ja, hat man im Herbstvideo haben wir es auch mal angeschnitten, da hat es eingeblendet, dass das auch blutstillend wirkt. Stimmt, ja genau, ja. Jo. Ja, aber Brombeeren sollte eigentlich so, zumindest sollte jeder wissen, wie sie aussehen. Ich fülle die Blätter nochmal ab. Okay. Und dann wechseln wir auf die andere Wegseite. Die Eiche, ich gucke jetzt hier nicht rum, weil hier ist auch oder die wollen wir jetzt dann nicht sammeln. Aber die Eiche, die hat ja die Eicheln als Frucht. Und die kann man auch essen. Hier bei uns, die enthalten ein bisschen mehr Gerbstoffe als jetzt zum Beispiel in Nordamerika oder so. Aber funktioniert bei uns auch, indem man die mehrmals kocht, das Wasser wegschüttet, wieder kocht. Dann kann man da kann man sich auch Eichelnmehl machen, die Dinger so essen, geht auch. Du hast eben gesagt Brote oder so. Ja, ne? manche machen sich Kekse da draus zum Beispiel. Kekse, genau, ja. Und wenn man diese Wässerung durchgeführt hat, kann man auch Kaffee damit rösten. Genau, ja. Also es ist eine sehr vielfältige Pflanze. Ist halt in Vergessenheit geraten, weil sie so bitter ist, will da keiner so wirklich dran. Aber eigentlich eine sehr gute Nahrungspflanze, weil halt wieder Saatgut und das enthält Unmengen an Energie für uns. Aber ist, glaube ich, für alle Allergiker, da müssen die ein bisschen vorsichtig sein, auch bei den Bucheckern eben. Und wer einen empfindlichen Magen hat. Ja, das sowieso. Wer empfindlich ist, sollte draußen vorsichtig die Sachen probieren. Ja, wir haben jetzt halt leider nicht alles gefunden, was wir gerne euch hätten zeigen wollen, aber es ist halt Leben in der Lage, war. Deswegen wollen wir euch jetzt erstmal noch ein paar Sachen aufzählen, wo wir wissen, dass die eigentlich noch jetzt auffindbar sind. Ja, fange ich jetzt mit den Pilzen an, das ist nämlich schon abgehakt. Da hätten wir nämlich noch das Judasohr, den Austernseitling, dann gibt es noch den orangenen Seitling und, fällt mir noch was ein, der goldgelbe Zitterling, das ist so ein komischer Schleimpilz, und dann hätten wir noch den Samtfußrübling. Das sind alles so Winterpilze, die Frostschutzmittel selber enthalten. Da ist auch interessant, zum Beispiel jetzt nur ganz kurz bei den Austernseitlingen, dieses Frostschutzmittel, das hat ein eigenes Transportsystem für in unserem Körper, aber die Forschung weiß gar nicht wofür. Also da sind wir noch ganz viel am gucken, wofür wir das überhaupt brauchen, weil es scheint ja wichtig zu sein, wenn wir darauf abgestimmtes Transportsystem haben. Jo, und das ist so, was mir an Pilzen jetzt einfällt. Und dann Pflanzen, da hätten wir noch ein paar mehr Sachen. Jetzt direkt hier, da seht ihr die Fichte zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein, da könnte man den Bast zur Not essen. Die Schicht zwischen Holz und Rinde jetzt einfach mal, bei Birken genauso. Beifuß fällt mir jetzt noch ein, dann zum Beispiel Gänseblümchen, Löwenzahn, da ist halt ganz cool, dass der eine sehr stärkehaltige Wurzel hat und sogar relativ gut schmecken kann. Dann weitere Pflanzen, die wir jetzt noch so essen können. Da fällt mir jetzt noch ein, der Gundermann. Das ist, haben wir hier nirgends, so ein grünes, also immer noch grünes Blatt, ein bisschen gezahnt. Die wachsen relativ flach und dann hast du manchmal noch so Blütenstände, könnt ihr googeln, die findet ihr. Also das erkennt man auch draußen ganz gut. Die toten Blütenstände sieht man noch, die sind so, ich sag mal 10 bis 30 cm über dem Boden. Dann an Gewässern zum Beispiel gibt es den Rohrkolben. Da muss man nur vorsichtig sein, weil der Rohrkolben, wenn der in Gewässern wächst, wie zum Beispiel an einer Firma oder sowas, da kann dann ganz schnell auch Schwermetalle, die filtern das Wasser, die werden zum Beispiel auch für Öko-Kläranlagen verwendet. Weil die das alles Schlechte aus dem Wasser rausziehen, sage ich jetzt einfach mal ganz einfach. Und man kann das Wasser dann geklärt wieder in die Flüsse geben. Gut, dann fällt mir jetzt noch ein, es gibt verschiedene Farne, die wir essen können. Da gebe ich aber jetzt keine genauen Hinweise oder so, da müsst ihr, wenn ihr wollt, selber gucken, weil man kann sich schnell vergiften. Es gibt Farne, die ziehen uns B-Vitamine aus dem Körper zum Beispiel und so. Da muss man schon vorsichtig sein und auch mit der Zubereitung gucken, dass man die mehrmals kocht zum Beispiel und das Wasser immer wechselt.
Dann dabei haben wir noch genau das gleiche mit den Seggen. Das sind so eine Grasfamilie, da kenne ich mich aber überhaupt nicht mit aus. Da lasse ich auch die Finger von. Was haben wir noch? Bei Säcken ist es halt auch so, dass die schwer auseinanderhaltbar sind teilweise. Ja. Und dass du da wirklich dich schon sehr mit beschäftigen musst, bevor man das Thema angeht. Genau, ja. Du hast ja noch so Knollengewächse. Ach genau, das habe ich gerade, die wilde Möhre zum Beispiel, da haben wir beide gerade uns schon beraten. Da solltet ihr euch ganz, ganz sicher sein, weil der Mike hat gerade gesagt, die Hundspetersilie, das ist, davon würde ich dann eher die Finger lassen, wenn man nicht 100%ig oder 110% sicher ist. Ja, die hatte nicht umsonst früher so Spitznamen wie der Würger oder so, ne? Echt? Ja. Ja, okay. Ja, davon würde ich die Finger lassen. Bei uns gibt es auch vereinzelt bei jetzt Knollengewächsen Topinambur. Das ist eine invasive Art eigentlich, die kommt so aus ursprünglich Mittelamerika, mittlerweile ganz Amerika und auch fast weltweit verbreitet. Das ist eine, ja, also wenn man die findet, hat man Jackpot. Das ist eine super essbare Pflanze mit so zum Teil kartoffelgroßen Knollen, richtig stärkehaltig, sehr nahrhaft. Man kann auch viele Sachen, die man mit Kartoffeln kann man damit auch Genau, machen. ja. Also Topinambur, das wäre wirklich ein Jackpot, wenn man das findet. Ist auch meistens dann ein großes Feld. Ich weiß nur nicht, ob man den jetzt im Winter unbedingt erkennt bei uns, weil es halt jetzt nicht die typische Pflanze hier für uns ist. Ist eine recht hohe Pflanze. Wenn man dann vielleicht die toten Pflanzenreste erkennt, dann kann man danach mal graben. Ich wüsste auch keine Verwechslungsgefahr bei uns beim Topinambur. Also wenn da keine Knolle ist, nicht essen. Ja, ganz allgemein kann man aber gerade in solchen etwas raueren Gegenden wie hier sagen, dass die Winter eine extrem harte Zeit sind, was die Ernährung angeht. Und dass man hier Minimum mit tierischer Notnahrung dazu steuern muss. Wenn nicht sogar, wenn man hier Extremlagen hat, minus 15, minus 20 Grad, es liegt 30 Zentimeter Schnee, du findest gar nichts mehr. Was so Überleben hier angeht, wenn man jetzt mal ganz extrem denkt, tatsächlich auf tierische Notnahrung schon fast gehen muss, weil du sonst gar keine Chance hast. Du brauchst Fette, du brauchst die Proteine, sonst wird es eine haarige Nummer. Was ja auch durch den Schnee zum Teil erleichtert wird, ne? Wenn du die Spuren besser siehst. Ja, genau. Das dann hat auch seine Vorteile, der Winter. Das ist richtig. Aber da kommen wir halt auch wieder in diesen Fallenbaubereich und so weiter. Das ist halt eine eigene Welt, das ist nicht jedermanns Sache. Das ist halt was, wo du, ich sag mal, schon wirklich Extremsituationen brauchst, bevor man auf solche Sachen zurückgreift. Aber man hat ja auch in der Geschichte gelernt, dass der Mensch einfach alles tut, um zu überleben. Beispiel mal wieder Flugzeugabsturz Anden, ja, genau, wo man sogar Menschen gegessen hat. Ja, kleine, aber feine Runde. Wir sind ganz schön abgesoffen. Wir haben 5 Kilo schwere Hosen und... ich hatte eben noch volles Haar, jetzt ist weggepustet. Ja, wir hatten eine Frisur so. Es war so der kurze Hagelsturm und dann war alles weg. Wie Sandstrahlen. Wie Sandstrahlen, genau. Ja, dann werden wir uns demnächst mal irgendwelche anderen Dummigkeiten, hätte ich jetzt was gesagt. Gibt es das Wort? Nee, Dummigkeiten gibt es nicht. Andere Dummheiten. Mein Gesicht ist eingefroren. Da kommt nur noch Blödsinn raus. Werden wir uns demnächst noch mal ein paar andere Dummheiten ausdenken, die wir treiben. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen was Richtung Bushcraft-Baubereich. Hätte ich auch mal wieder Lust zu. Vielleicht ärgere ich euch auch einfach zwischendurch noch mit irgendwelchem Naturkram, der keiner interessiert und es hat nichts mit Bushcraft zu tun. Wieder dieser eklige Naturschutz. Ja. Schauen wir mal. Ach, guck mal, da oben. Das sind jetzt hier wieder Zapfen. Ja? Also Pflanzensamen, bei einem Fichtenzapfen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der nicht giftig ist. Das wollte ich gerade sagen, vielleicht kann das jemand hier in den Kommentaren sagen. Ja, vielleicht genau. Dein Bruder oder so. Schreibt uns mal, weil da sind wir uns gerade ein bisschen uneinig, beziehungsweise haben wir uns damit noch nicht richtig beschäftigt, ob man auch mit Fichtensamen irgendetwas anfangen kann, denn da sind ja schon ein paar drin. Ja. Es ist halt Arbeit, die da rauszukriegen und das zu sammeln, aber wenn du die trocknest.
Wäre ja möglich. Ja. Dann gehen sie auf und. Vielleicht kann man auch Mehl draus machen oder so. Schreibt es mal in die Kommentare, wer dazu was weiß, wer dazu mehr weiß. Genau. Und ja, dann bin ich gespannt, was ich zu lesen kriege. Ich freue mich über sowas immer, von euch was zu hören und sagt dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Genau. Macht was draus, am besten bei besserem Wetter als jetzt. Aber man kann auch dann raus. Macht auch Spaß. Ja, sofern man keine Kamera dabei hat, die irgendwie Wasser überhaupt nicht mag. Ne? Ja. Ja, ist halt so. Ein Tod stirbt man immer. Ein Tod stirbt man immer und wenn es die Kamera ist, Genau. ja, die für einen stirbt. Gut, alles klar. Hodo, macht's gut. Macht's gut.